einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Ich mache gerade parallel das Ganze ein bisschen mit dem Fazitvideo von der Boss. Wir sind hier auf dem Weizen in Direktsaat nach dem Raps und ja, gucke ich mir gerade im Prinzip nochmal jetzt den Feldaufgang. Im Frühjahr sieht man das ja doch ein bisschen besser an. Und wir gucken uns mal den Weizen an. Was auf jeden Fall auffällt, ist schön homogen, überall sind Pflanzen da. Das sieht natürlich alles viel strüppiger und buschiger aus, muss man ehrlich auch sagen. Das ist natürlich erstmal eine... Jetzt bin ich wieder da, Akku war alle. Hier übrigens eine Fahrgasse. Also die Ablage der Boss ist wirklich gut. Und je härter der Boden, umso besser wird das Ganze auch. Ich habe aber, ja, die nächsten Tage kommt ja das Fazitvideo raus. Ich habe auch ein bisschen was dran zu kritisieren an dem Ganzen, das hört ihr dann aber. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, hier war ja, diese Seite war ja nachher so ein bisschen Lager und hier war auch deutlich mehr Pflanzenmaterial, sodass man hier das auch mal ein bisschen sehen kann. Aber wir haben hier überall Pflanzen, teilweise aber auch ein bisschen weniger, zum Beispiel hier, ne, wo extrem viel Organik ist. Da sind natürlich nur vereinzelt Pflanzen, hier so ein bisschen, aber im Groben und Ganzen haben wir wirklich überall einen schönen Feldaufgang. Ist, glaube ich, auch in Rapsstroh eher eine der leichteren Sachen. Übrigens, Thema Mäuse haben wir in den letzten AKF ein bisschen angesprochen. Haben einige drunter geschrieben, dass es generell dieses Jahr wohl ein Problem ist mit den Mäusen. Also, der kam natürlich auch früh rein. Für unseren Standort eigentlich optimal, so um den 20. September. Was wir hier aber als Problem hatten, hier war es so trocken und ich habe ja nach der Saat sozusagen erst den Raps abgespritzt. Und hier war es so trocken, dass hier wirklich erst Regen fallen musste, bis der Feldaufgang kam. Das lag so lange im Boden. Hier direkt nebenan wurde gepflügt und gedrillt. Da war der Feldaufgang tatsächlich schneller. Also diese Mühe von Feuchtigkeit hat ausgereicht. Und dann wurde natürlich auch der Raps relativ früh schon bekämpft, sodass der kein Wasser ziehen konnte. Ja, letztendlich muss man sagen, wenn man jetzt aber den Bestand sieht, ist ja alles gut. Also ja, der nebenan ist natürlich ein bisschen üppiger entwickelt, liegt aber auch einfach daran, dass durch das Pflügen, durch die Bodenbearbeitung Mineralisation in Gang kommt und dadurch wird er einfach ein bisschen üppig. Aber im Gesamten hat er hier überall Pflanzen und sieht ja auch gut aus. Man darf sich bloß nicht täuschen lassen von diesem struppigen Bild, durch diese, ich sag mal, durch diese Strunken, die da raussteigen, durch dieses Stroh, was da überall liegt. Dadurch sehen die Bestände immer ein bisschen anders aus. Wichtig ist, einheitlicher Feldaufgang, überall sind Reihen, überall sieht man was. Übrigens hier auch wieder eine Fahrgasse. Also es ist krass, wie gut eigentlich die Boss in der Fahrgasse performt. So, heute wäre übrigens auch Gerasse-Wetter. Man könnte fahren, ist nicht gefroren. Oh. Vielleicht ist das auch nicht so sinnvoll, dass ich hier in der Fahrgasse das ausgraben will. So sieht der Boden aus. Oh, sieht gut aus. Hier war Strip-Till-Raps vorweg. Das heißt, wir haben schon das Jahr davor keine wendende Bodenbearbeitung gemacht. Und jetzt haben wir den. Das sieht schon mal schön krümelig aus. Sieht wirklich gut aus. Und hat auch eine schöne Struktur. Was man auch jetzt wieder merkt hier. Wir hatten ja relativ viel Regen die letzten Tage. Die Befahrbarkeit ist gut. Also hier klebt nichts an den Füßen. So, wenn man das hier sieht, alle Wurzeln sind weiß. Das heißt, die Pflanze wächst. Wir haben hier auch gerade 1, 2, 3 Nebentriebe. Was schon mal ganz gut aussieht. Hier haben wir 2. Und wenn wir uns die Pflanze so im Allgemeinen angucken, dann sieht die auch relativ gesund und vital aus. Man darf jetzt nicht vergessen, wir hatten Winter. Das heißt, so ein paar Blattnekrosen, so ein paar Flecken sind da völlig normal. Auch, dass die Spitzen hier mal ein bisschen gelb werden, dass er da mal ein bisschen Frost kriegt. Aber was man hier auch sieht, das ist schon ein neuer Trieb aus diesem Jahr. Das heißt, es findet schon Wachstum statt. Natürlich sehr gehemmt bei den Temperaturen. Wir hatten heute Nacht wieder -3 Grad. Wie ist das Ganze jetzt? Das ist immer wieder eine Frage, die kommt. Mit der Frostsicherheit. Also es ist so, wenn es relativ kühl bleibt dieser Vernalisationsprozess so ein bisschen in Gang. Das heißt, er wird aktiviert und reaktiviert. Beziehungsweise wieder zurückgesetzt, immer durch die Kälte, dieser Kälteimpuls bleibt halt da. Und da macht die Pflanze ja Folgendes, sie lagert ein bisschen Wasser aus der Pflanze aus und erhöht die Nährstoffkonzentration. Und damit macht sie sich ja im Prinzip frostfest. Und der bleibt in Gang, was jetzt natürlich
todesböse wäre. Ich sag mal jetzt wirklich eine Woche 20 Grad und danach kriegen wir nochmal -10. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, 10 Grad am Tage haben, dann haben wir mal wieder -5, dann haben wir mal wieder -10. Und wenn es langsam kälter wird, dann verträgt er auch nochmal wieder -15. Also die Pflanzen heutzutage, und die waren auch früher, die sind da schon sehr, sehr robust. Und das ist ja etwas, was die Natur schon sehr intelligent eingerichtet hätte. Sonst würde ja im Prinzip nichts zustande kommen mehr. Hier haben wir übrigens eine Stelle, die mal Lager war, Lagerraps. Sieht ein bisschen fleckiger aus und sieht in der Kamera ein bisschen schlimmer aus. Wenn man aber genauer hinguckt, zum Beispiel, zeige ich das mal, diese Stelle, da sieht es ja zum Beispiel so aus, als wenn da was ist, da was ist, da was ist. Wenn wir jetzt aber genauer hingucken, dann haben wir ja hier eine Pflanze, hier eine Pflanze, hier eine Pflanze, hier, 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 hier. Und dann wird es ein bisschen buschiger. Das hat man natürlich auch, dass es so ein bisschen hier ein bisschen mehr ist, hier ein bisschen weniger ist, kann aber auch einfach an der Drillmaschine an sich liegen, an der Verteilung. Weil die Verteilung an der Drillmaschine ist eher zufällig, statt wie eine Einzelkorn wirklich gezielt. Und deswegen kann das sowas mal sein, dass hier mal kein Korn ist und hier sind mal wieder mehr. Aber in der Regel ist das ja ein Radius, den man gut kompensieren kann, weil hier sind Pflanzen und hier sind Pflanzen, sodass diese Lücke da letztendlich auch zuwachsen wird. Soweit im Raps, soweit im Weizen. Wir gucken uns jetzt mal noch den Weizen nach den Erbsen an und der nach den Sonderkulturen, die sieht ähnlich gut aus. Da habe ich aber noch was Spezielles gemacht und dann gucken wir uns noch mal fix den gedrillten an. Soweit ist mal. So, wir haben hier, Spaten lassen wir jetzt schnell. Wir haben hier den Weizen nach den Erbsen. Und hier war der Feldaufgang wirklich schnell und man sieht das auch ein bisschen, die Pflanzen sind ein bisschen größer und ein bisschen üppiger. Ne? Und zwar dadurch, dass ja hier nichts ausgewachsen ist, also vereinzelt mal ein paar Erbsen und es war hier auch kaum Stroh, wurde hier halt wenig Wasser geklaut. Und dadurch war der Feldaufgang mindestens 10 Tage früher als dem bei dem Raps. Also der sieht wirklich gut aus hier, ist auch ein schöner Weizen. Und hier oben hatte ich immer Probleme mit den Lehmkuppen, wenn ihr euch mal erinnert. Sowohl im Strip-Till als auch mit der Tiger-Drill. Und hier sieht der Aufgang erstmal ganz gut aus. Hier war jetzt ein Jahr Strip-Till-Mais und dann letztes Jahr Direktsaat Erbse und jetzt ist hier Direktsaat Weizen. Sieht wirklich gut aus, ist sehr guter Boden, schwerer Boden und da macht sowohl die Boss einen guten Job, als auch der Weizen sieht hier wirklich hervorragend aus. Also hier kann man nicht viel meckern und ist auch gut sauber. Klar, die Unkrautbehandlung kommt jetzt erst. Und dann würde ich sagen, fahren wir zum nächsten. Wir sind jetzt hier auf dem Weizen nach Mais. Und hier haben wir ja Bodenbearbeitung gemacht. Hier haben wir ja gegrubbert. Und dann mit einer Pronto. Die Pronto hatte ich mir ausgeliehen. Gemietet hatte ich mir die. Haben wir hier gedrillt. Und die Bodenbearbeitung haben wir hier mit dem 9EX gemacht. Schöner Feldaufgang. Ist natürlich auch bedeutend einfacher dann für eine Drillmaschine, ne? Wenn der Boden bearbeitet ist, dort zu drillen. Das ist eine Reihe wie die andere. Und ja, der Bestand sieht gut aus. Sind natürlich auch teilweise noch kleinere Pflanzen, wie wir eben zum Beispiel bei der Erbse gesehen haben. Da fehlt einfach ein bisschen die Zeit, wie ihr das seht. Und was man jetzt sehen würde, wäre es jetzt nicht gefroren, dass im Prinzip der Boden deutlich weicher ist. Ne? Gut, jetzt ist hier wirklich gefroren, aber ihr seht, ich kann hier mit meinen Füßen reindrücken. Und das würde ich bei Direktsaat niemals schaffen. Hier ist der Boden, auch wenn er auftaut, richtig glasig. Also die Befahrbarkeit, das ist ein Wahnsinnsunterschied gegenüber den anderen Flächen. Gegenüber der Direktsaat, gerade wenn man Gärreste fahren muss, habe ich letztes Jahr festgestellt, ist schon die Direktsaat da der Gamechanger. Nichtsdestotrotz, seht ihr ja auch hier, der Pflanzenbestand sieht gut aus und das funktioniert ja auch. Ist ja altbewährt hier. Was immer häufig ein Thema ist unter anderem die Fusarien. Und Fusarien ist eher, wenn dann ein Thema, so ein bisschen eher bei Körnermais. Da kann man aber auch ein bisschen darauf achten, dass man resistentere Weizensorten anbaut. Aber in all den Jahren, und wir machen ja nun schon 22 Jahre fluglos, war Fusarien noch nie ein Thema nach Mais bei mir. Und auch letztes Jahr hatte ich nach Körnermais Weizen, hatte ich nicht. Und auch letztes Jahr, also Donnenwerte von 0, ist alles in allem gut. Und ich glaube vom Thünen-Institut, ich bin mir aber nicht sicher. Und ich bin mir sicher, einer der Zuschauer wird es auf Garantie den Link da unter posten. Also vom Thünen-Institut gab es mal eine
eine Studie bzw. so eine kleine Herausgabe, dass sie festgestellt haben, dass Regenwürmer als erstes auf Fusalien belastetes Stroh gehen und das mit in den Boden ziehen. Und das sorgt natürlich für eine deutlich geringere Belastung. Ansonsten sieht gut aus. Und dann fahren wir jetzt zum letzten Stück nach den Sonderkulturen. Jo, jetzt haben wir hier den Weizen nach den ganzen Sonderkulturen. Und auch hier war es so, dort wo die Fläche blank war, hatten wir wirklich einen guten Feldaufgang. Dort wo, ich sag mal, Ausfallfrüchte waren, bei den ganzen kann man schon Früchte sagen, da war das so, dass der Feldaufgang deutlich schlechter kam. Ich habe euch das auch mal in einem Vlog gezeigt. Jetzt ist aber hier eins ganz speziell und ich hoffe, man sieht das. Der ist streifig. Und ich habe das schon in einem Reel gefragt, warum denkt ihr, warum ist der streifig? Könnt ihr ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Vermutung ist. Und ich sage euch das, wer die Videos auch aus dem Herbst verfolgt hat, der hat festgestellt, dass ich hier mit der Boss 2 verschiedene Sorten ausgebracht habe. Sie hat natürlich die Möglichkeit, 2 Tanks drauf zu haben, beziehungsweise hatte 3 Tanks drauf. Und ich habe 2 Sorten reingemacht und habe dementsprechend den vorderen Saatbalg mit einer Sorte und den hinteren mit der anderen Sorte. Und dann haben wir hier eine helle Sorte. Sieht man das? Hier ist eine helle und hier ist eine dunkle. Und die helle kann ich euch sagen, das ist Informer, das weiß ich aus dem letzten Jahr. Der kommt sehr, sehr hell aus dem Winter. Und die andere Sorte ist Spektral. Und was habe ich mir dabei gedacht? Informer ist ein relativ ertragsstabiler Einzelährentyp, der wirklich gute Erträge schafft, aber der immer so knapp an der Proteingrenze hängt. Da fehlt es immer mal ein bisschen an Protein. Spektral, und da kann ich euch mal ein Bild einblenden, letztes Jahr von der Drussschläche, da habe ich einen Block Spektral drinne gehabt. Ich bin jetzt hier gerade beim Videoschneiden und habe gedacht, na, ich nehme euch das mal schnell mit auf und erkläre euch das ganz kurz. Und zwar hier dieser Bereich, den ihr hier seht, hier zwischen den beiden schwarzen Strichen, den ich markiert habe. Da seht ihr den Spektral, hier neben seht ihr den Glasweizen, wie heißt der Hartweizen. Und hier hinter war im Prinzip der Emmer und der Dinkel. Und hier hatte ich den Proteinsensor aus, deswegen sieht man hier auch gar keine großen Werte. Also das Rote ist nicht zu beachten, der Rest. Und das ist im Prinzip die Kartierung der Proteine von dieser Fläche. Und hier zwischen diesen beiden seht ihr den Spektral und den Proteinwert des Spektrals. Und da seht ihr, wie konstant dieser bleibt, auch wenn er hier durch diese Hochertragszone sich durchzieht und bis hier zum Ende sich durchzieht. Und hier seht ihr im Prinzip den Informer drumherum. Und da sieht man schon, dass der da deutlich besser performt, der Spektral. Da sieht man im Prinzip die Proteinunterschiede. Und das habe ich mir hier auch gedacht. Habe ich gedacht, vielleicht einfach mal testweise 2 Sorten kombinieren. Eine, die wirklich guten Ertrag hat, aber vielleicht immer ein bisschen an der Proteingrenze hängt. Und die andere, die wirklich guten Protein bringt. Das sind ja beides B-Sorten. Ja, also ich habe das gestern schon in einem Reel mit aufgenommen. Das sind beides Sorten für Brot. Und was gestern zum Beispiel ein Thema war, ist, du hast ja gar keine Reinheit der Sorten. Ich muss es ja auch eigentlich nicht machen gegenüber dem Handel. Denn da, wo wir zum Beispiel abliefern, ist es wird nach Qualitäten sortiert. Du bringst einen A-Weizen, du bringst einen B-Weizen, einen C-Weizen oder einen E-Weizen. Und dann kippst du mit allen anderen zusammen an einem Haufen. Und so wird ja auch das Schiff letztendlich beladen, wenn es in den Export geht. Das heißt, da gibt es ja nicht ein LKW mit einer Sorte Informer als B-Weizen, sondern da wird ein Schiff mit B-Weizen verladen. Letztendlich ist es ja wichtig, dass die Sorten, die da drauf sind, die Qualitäten schaffen. Und so ist das auch hier beim Handel. Das heißt, wichtig ist, dass die Mischung aus diesen Getreidekörnern letztendlich die Qualität B-Weizen schafft. Und dann ist es B-Weizen. Und ja, dann nutze ich im Prinzip diese 2 Sorten, um das ein bisschen aufzumischen. Gedanklich kam ich darauf mit der Avatar eigentlich ursprünglich, weil die kann ja für jeden Tank eine eigene Applikationskarte machen. Und da war mein Gedanke zum Beispiel, dass man Sorten kombiniert, die extrem stark in Hochertragsstandorten sind oder Hochertragszonen. Zum Beispiel ein Charakter von LG, der bringt da richtig Ertrag, der bringt auch richtig Qualitäten. Aber auf der Sandkuppe verreißt der komplett. Und da hätte ich das zum Beispiel vielleicht kombiniert mit einem Akzent. Ja, bringt auch sehr, sehr gute Erträge
und hat auf gute Fallzahlen auf den Sandkuppen. Und da wäre eigentlich der Gedanke, vielleicht kann man so 2 Sorten kombinieren und so ein bisschen beide Welten zusammenpacken. Das wäre ein ganz interessanter Ansatz. Ich habe da auch die Idee hatte ich auch Horsch vorgestellt und habe gesagt, Mensch, kriegt ihr das vielleicht nochmal hin, dass die Avatar vielleicht nochmal einen Tag zurückkommt, dass wir diese Idee einmal umsetzen können. Hat sich aber leider keiner mehr gemeldet. Also von daher vielleicht einfach ein bisschen mit meinem Hinterkopf behalten für die nächsten Male. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und gestern hat einer auch in den Reels da untergeschrieben zu dem Post hier, dass sie das mit Gerste machen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber auch ein guter Ansatz. Und zwar haben die eine mehrzeilige Gerste und mischen darunter eine zweizeilige Gerste fürs Hektolitergewicht. Und das, glaube ich, habe ich auch gedacht, Mensch, das kann auf deinen Standort auch funktionieren, weil Hektoliter, gerade wenn oftmals das Wasser hier fehlt, dann kann das auch ein Unterschied sein, weil gerade auf den Sandkuppen verreist es da immer in Hektoliter. Vielleicht ist es da auch eine geile Variante, vielleicht eine mehrzeilige so in den Ertragszonen reinzubauen, weil die schafft ja richtig was. Und auf den Sandkuppen nimmt man vielleicht eine zweizeilige, weil die gutes Hektoliter hat, dann vielleicht weniger Körner und mehr große Körner dann. Da wäre ein interessanter Ansatz, um das mal zu verfolgen. Genau, das ist erstmal mein Gedanke hier. Also man sieht, das ist so ein bisschen streifig. Die eine Sorte kommt heller raus aus dem Winter, die andere ein bisschen dunkler. Letztendlich ist aber überall Bestand da. Ich meine, hier auch strohtechnisch war hier wenig zu sehen. Hier stand zum Beispiel der Leindotter, da vorne stand der Mohn, dahinter, was stand nochmal hinter? Der iberische Drachenkopf. Es sieht überall gut aus. Und dann haben wir 1, 2 kleine Lärchenfenster drin, weil die Boss teilweise relativ lange braucht, bis Saatgut rauskommt. Ja, das ärgert mich so ein bisschen. Weiter unten haben wir diese olle Moorzunge, die man da immer in den Videos gesehen hat. Die haben wir mit der Pronto nachgedrillt, aber auch einfach nur gedrillt. Das ist meine Erfahrung im Moor. Da brauchst du ja keine Bodenbearbeitung. Das Zeug, das verdichtet sich eh nicht. Und Bodenbearbeitung macht es immer nur schlimmer. Also die Moorzunge, die hat da Direktsatz schon seit 10, 15 Jahren. Da haben wir schon ewig nicht mehr durchgegrubbert und durchgescheibt. Wie gesagt, ist meiner Ansicht im Moor auch völlig überflüssig. So, ja, jetzt sehen wir hier am Vorgewende, hier wo er ein bisschen dichter steht. Man darf sich auch teilweise nicht täuschen lassen. Ich fahre ja hier auch ein bisschen an anderen Beständen vorbei. Die sehen manchmal ein bisschen, ja, schon ein bisschen üppiger aus. Oftmals kommt das aber auch hier, weil viele 12,5 cm Saatgutabstand haben. Hier hatten wir, glaube ich, 18,25 müssten das hier gewesen sein. Das ist natürlich deutlich weiter auseinander. Wenn man bedenkt, wenn die Bestände enger zusammenhängen, dann liegen die Pflanzen da so ein bisschen enger mehr drüber oder mehr drüber. Und dann hat man schon den Anschein, dass die Bestände dann besser aussehen. Letztendlich habe ich ja mit Direktsaat letztes Jahr keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, in meinen Zonen hier mit dem wenig Wasser ist das unterm Strich wirklich auch nicht schlecht. Also nach wie vor sagt mir sehr, sehr viel an der Direktsaat zu. Nur, wie hat einer zu mir gesagt, die Bestände darfst du eigentlich erst ab Mai angucken, dann sehen sie richtig schön aus. So wie dazu, erstmal hier bei der AKF, ich glaube, das habe ich alles gesagt, was ich jetzt demnächst mache. Klar, die Düngung ist wichtig. Mikronährstoffe, Mangan, Zink und Kupfer fahre ich hier rein. Kupfer ganz, ganz wenig, weil das haben wir in der Regel in den Gärresten mit drin. Muss man natürlich auch beobachten. Wir haben immer Mineralien in die Biogas eingesetzt mit Kobalt, mit Kupfer und. Das führt man natürlich wieder zurück auf den Acker. Jetzt muss man natürlich gucken, wie verhält sich das, wenn andere die Biogas betreiben, wie viel Nährstoffe setzen die noch ein. Das muss man einfach weiter beobachten. Und ein bisschen Bohr gebe ich auch immer ein bisschen dazu. Sandböden und meine Böden neigen immer ein bisschen zu Bohrmangel oder haben immer ein bisschen wenig Bohr zur Verfügung. Genau, das ist erstmal das für die nächsten Wochen. Und dann irgendwann erfolgt auch hier die erste Herbizidbehandlung. Und da muss ich gucken. Wichtig ist, dass da das Wachstum schon gut vorangeschritten ist, dass hier kein Frost mehr kommt. Sonst kann man der Pflanze gut einen auf den Deckel geben. Hier, das meinte ich mit Lärchenfenster. Ne? Dann dauert das wirklich manchmal lange, bis die Saat ankommt. Das ist bei der Boss ist das wirklich eine Gewöhnungssache. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Teilweise hat man dann wie hier, machst du 4 Meter zu viel und hier machst du dann wieder ein bisschen zu wenig. Weil das durch die Zyklone relativ lange braucht, bis das an den Boden ankommt. Aber Ablage kann sie. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön.